Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Review meinerseits. Heute sprechen wir über Helios im Erlebnispark Phantasiana Straßwaldchen, neuer Mach Rides Big Dipper. Es gibt auch einen komplett neuen Themenbereich quasi hier im Phantasiana. Und einmal gibt es hier die Kapelle zu Ehren von Erich Wagner, der zusammen mit Karl-Heinz Grabler nicht nur Gründer vom Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen war, sondern auch schon immer den Traum und die Vision hatte, unbedingt irgendwann mal von Mach Rides eine Achterbahn im Park stehen zu haben. Und ja, traurig und ja, bedeutungsschwanger zugleich war man bei Mach Rides 10 Tage bevor Erich Wagner gestorben ist und hat den Vertrag unterzeichnet für den Kauf der neuen Attraktion, der neuen Achterbahn Helios von Mach Rides. Nichtsdestotrotz war aber schon immer das Bestreben der beiden und auch heute noch von allen anderen Beteiligten, Menschen zu begeistern, zu bespaßen und Kindern eine Freude zu bringen. Und außerdem gibt es deswegen hier auch, wenn man hier runterkommt, einen neuen großen Brunnen zentral auf dem Sonnenplatz vor Helios. Und ja, Helios ist die neue Achterbahn, die jetzt hier auch steht und einfach eine wahnsinnige Thematisierung bekommen hat. Und da vielleicht auch einmal erwähnt, was total außergewöhnlich oder besonders ist und einer von vielen Gründen, warum Phantasiana den Coaster selbst aufgebaut haben. Achterbahnschiene wird gebaut, darüber wird Thematisierung gebaut, dann wieder eine Achterbahnschiene, dann wieder Thematisierung. Das macht man eigentlich getrennt. Hier musste man schichtweise arbeiten, weil das Ganze so komplex, so groß, so immersiv geworden ist. Helios ist der Name und Helios ist der Sonnengott und Helios Reise mit der Sonne ist so auch der Untertitel der neuen Achterbahn hier in Phantasiana. Und wir besteigen halt diesen Sonnenwagen. Es gibt so eine kleine Pre-Show im Inneren, da ist nämlich Helios, der Sonnengott, auch zu sehen, bevor wir in die Station kommen. Die Station hat ja, 2 Gates, bei denen man sich anstellen kann. Einmal für die erste Reihe, einmal für die zweite Reihe. Das Besondere bei einem Big Dipper ist übrigens, ihr habt 2 Reihen mit 4 Plätzen nebeneinander und die beiden mittleren Plätze sitzen quasi über der Schiene, wie man das von einer normalen Achterbahn gewohnt ist. Die beiden äußeren Plätze jeweils sind aber über der Achterbahnschiene herausragend und ihr habt so ein bisschen mehr das fliegende Gefühl. Das ist was auf jeden Fall Besonderes und Außergewöhnliches. Cool ist bei dem Zug auch noch, dass es einen Onboard-Sound gibt, den man auch sehr gut hören kann unterwegs. Es gibt einen eigenen Onboard-Sound, der von Imascore komponiert wurde und in Prag von einem Orchester live eingespielt wurde, also von einem richtigen Orchester. Das ist nichts außer Konserve, nichts irgendwie künstlich hergestelltes, sondern ein echtes Orchester hat diese Musik gespielt, die ihr bei der Fahrt, aber auch hier im Areal hören könnt. Thematisierung kommt unter anderem von Emotion, aber überwiegend das ganze Rockwork und die Fassaden kommen von Universal Rocks, aber auch Phantasiana hat selber die Gebäude gebaut, zusammen mit lokalen Holzbaufirmen. Die Züge haben auch noch ja, ein ziemlich cooles Design. Es gibt ein Over-the-Shoulder-Lap-Bar. Das bedeutet, von oben kommt ein Schoßbügel runter. Und ja, das Design ist cool. Das Design ist aber auch bekannt aus einem anderen Freizeitpark in Deutschland. Da hat man sich, glaube ich, stark inspirieren lassen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist der Verantwortliche von allen. Der Mann hier hat das Projekt zu verantworten. Mario Pauritsch, Ingenieur Pauritsch, bester Mann hier. Ja. Ansonsten, was wollte ich noch sagen zum Zug? Ja, also da hätte ich mir bei Phantasiana mehr was anderes Eigenes erwartet. Und wenn wir beim Zug sind, werdet ihr gleich auch noch ein bisschen was dazu hören. Ich sage die ganze Zeit, das ist ein Big Dipper, weil es ein Big Dipper ist. Und man hat für den Europapark den Big Dipper 2.0 damals entwickelt, der ja dann der Striker Coaster geworden ist. Und die ganze Basis, wie ein Striker Coaster aufgebaut wurde, ist jetzt in die Big Dipper Fahrzeuge geflossen. Einzelfahrzeug, Big Dipper, Zug, Striker Coaster. Wenn ihr mir nicht glaubt und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was das eigentlich für eine Achterbahn im Prinzip ist, gibt es jetzt ein kleines Interview mit Sascha von Mach Rides, der uns dann noch ein bisschen mehr zu erzählen kann. Ja, also mein Name ist Sascha Rickling. Ich bin stellvertretender Vertriebsleiter für die Firma Mach Rides und bin seit 20 Jahren jetzt im Vertrieb tätig, genau. Mach Rides allen bekannt als Hersteller und Lieferant für wunderbare Attraktionen. Was habt ihr für Phantasiana gebaut? Für Phantasiana haben wir den Big Dipper gebaut. Ich nenne es jetzt Big Dipper, weil es ein Einzelfahrzeug ist. Und der hat eine Schienenlänge von 456 Meter, hat mehrere Überkopfelemente, hier sieht man sie fahren, hat eine Lifthöhe von 20 Metern und ja, hat im Moment ein Fahrzeug. Das heißt, wir können 300 Personen pro Stunde befördern. Insgesamt wären das dann
pro Tag. Wenn sie 8 Stunden der Park auf hat, 2400. Aber wir haben von vornherein schon gesagt, okay, wenn ihr wollt, machen wir die Option auf ein weiteres Fahrzeug. Und jetzt schauen wir mal, wenn der Park, die Anstehschlange zu lang wird, und davon gehe ich mal davon aus, hoffe ich, dass können Sie das zweite Fahrzeug noch von uns kaufen. Fahrzeug ist ein gutes Stichwort. Das ist ja eigentlich ein neues Fahrzeug. Deswegen gibt es ja auch ein bisschen diese Namensdiskussion. Was hat sich beim Fahrzeug geändert vom Big Dipper? Ja, eben. Man muss es ja jetzt historisch sehen. Und zwar, wir haben den Big Dipper für Plon und für Walibi gebaut. Und wo dann die Anfrage bzw. das Projekt Voltron im Europapark war, mussten wir natürlich gewisse Sachen ändern, weil der Big Dipper ja eigentlich ein Kettenliftfahrzeug ist. Das heißt, es hat einen Mitnehmer. Wir mussten unten praktisch die Magnete drunter bauen für den Voltron, weil es ja ein Launchcoaster ist. Und dann gewisse andere technische Verbesserungen gemacht. Und dann haben wir für uns gesagt, okay, das Einzelfahrzeug ist das Big Dipper. Und wenn es mehr wie 8 Sitzplätze hat, also 12, dann ist es ein Striker. Was ist das Besondere bei Helios hier im Phantasiana? Also ich meine, ich bin sehr überrascht. Ich bin gestern Abend zum ersten Mal angekommen hier und Sie sehen selber, ich finde die Thematisierung ist wunderschön gelungen. Die Integration von Fahrgeschäft, also vom Layout mit der Thematisierung, und ganz besonders gefällt mir das Überkopfelement im Bahnhof, wo praktisch der Zug über die Köpfe der wartenden Gäste, die gleich in den Zug einsteigen, erleben und nochmal eine richtige Spannung aufgebaut wird. Es könnte jetzt der ein oder andere kleine Freizeitpark auf die Idee kommen, boah, so ein Big Dipper finde ich super oder ein Mack-Produkt allgemein hätte ich gerne. Die haben sich vielleicht nicht rangetraut, weil Phantasiana gilt ja auch eher als kleiner Park. Hat's gemacht. Haben die ein Geheimrezept oder kann jeder auf euch jetzt zukommen? Ich hoffe, dass der ein oder andere Park, jetzt kleinere Park auch, aber das war für uns eigentlich schon immer diese Mission. Ja? Mackreiz baut auch gern kleinere Anlagen, nicht nur für große Gruppen oder Parkgruppen, sondern wir gerade auch Familienunternehmen, und natürlich, es wird jetzt auch durch das Interview wahrscheinlich auch ein bisschen Werbung für uns gemacht werden, und ich hoffe natürlich, und jeder, der interessiert ist, eine Mack-Anlage zu kaufen, kann gerne zu uns kommen. Ja? Wir haben damals mit Phantasiana gesagt, okay, ihr sagt uns ungefähr, was das Budget ist von dieser Anlage, und dann haben wir zusammen mit Joschka Gewald aus der Layout-Abteilung und mit dem Mario Pauritsch das Layout so entwickelt, dass das auch für das Budget für Phantasiana passt. Mega, ich danke dir. Super, hat mich auch gefreut. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall so erstmal einen groben Überblick bekommen, was das genau für eine Achterbahn ist, Helios. Aber ein bisschen Zahlen, Daten und Fakten haben wir natürlich auch noch für euch, wo wir noch einen kleinen Deep Dive machen. Projekt Torwächter. Der Wagen startet in der Station und passiert erst einmal einen Vorhang. Ein weiterer Stopp, ein Schnelllauftor, auf welches ein wenig Content projiziert wird, befindet sich direkt vor dem Switch. Der Switch ist übrigens verbaut worden, um den Zug auszurangieren, um Wartungsarbeiten durchzuführen und das Abstellgleis zu bedienen, welches dafür vorgesehen ist, gegebenenfalls einen zweiten Zug einzusetzen. Daraufhin folgt der wirklich durchaus schnelle Kettenlift, der den Wagen auf die Maximalhöhe von 23 Metern bringt. Das erste Fahrelement ist der sogenannte Dive Drop. Der Zug dreht sich quasi um 180 Grad in die Tiefe und erreicht fast die Höchstgeschwindigkeit dieser Achterbahn, 75 km/h. Das erste große Element ist die Outside Banked Curve. Dieses Element ist nicht nur optisch wirklich herausragend, sondern fährt sich auch unfassbar gut und ist quasi eine in die entgegengesetzte Richtung geneigte Kurve. Hinterm Stationsgebäude folgt dann der sogenannte Double Down. Man hat quasi eine hüpfende Abfahrt, die für Bauchkribbeln sorgt, weil man aus dem Sitz gehoben wird. Aber mit den Over-the-Shoulder-Lap-Bars wird man sicher im Wagen gehalten. Darauf folgt eine Kombination aus einer sogenannten Zero-G-Roll, also einer Rolle, die schwerelos durchfahren wird, und dem Inclined Immelmann-Turn, also eine eingedrehte Figur, die man aus dem Kunstflug kennt. Besonders ist hier, dass das Einzelfahrzeug die Geschwindigkeit reduziert und die Downwards Hardline Roll passiert, also eine Rolle, die bergab gefahren wird. Darauf folgend gibt es einen Airtime Hump, also man wird nochmal ein bisschen kräftiger aus dem Sitz gehoben, um durchs Stationsgebäude bzw. über den Ein- und Ausstiegsbereich mit dem sogenannten Corkscrew zu fahren. Ein weiteres von 3 Überkopfelementen, welche bei Helios Reise mit der Sonne verbaut wurden.
Eine normale Kurve hat einfach hier nochmal den tollen Namen Turnaround Under Lift bekommen, damit auch eine Standardkurve einen Namen hat. Und es folgt ein weiterer Outside Banked Drop, also auch wieder zur falschen Seite geneigt, aber man fährt dabei ein wenig nach unten. Das auch nicht allzu langsam, was gar nicht so schlimm ist, denn darauf folgt eine S-Curve und der Final Turn. Natürlich verliert Helios ein wenig an Geschwindigkeit zum Ende hin, es ist aber dementsprechend auch weniger Energie, die verschwendet wird und in Bremswärme umgetauscht wird beim Final Brake Run und dem Ende von Helios. Ein kleines Fazit meinerseits braucht ihr natürlich auch noch. Helios im Fantasiana, absoluter Kracher. Mack Rides Big Dipper. Es steht sogar hier in der Warteschlange Big Dipper. Und meiner Meinung nach eine wahnsinnige Attraktion, eine wahnsinnige Achterbahn. Und eine Sache, die ich hier nicht erwartet hätte, die, glaube ich, niemand in einem Park wie Fantasiana erwartet hätte. Aber irgendwie so gemacht ist, als ob sie schon immer hier hingehört hätte. Ich finde es so beeindruckend, wie es gebaut wurde. Und auch, dass man es eigentlich nur als Park selber so bauen kann. Mit, ja, wir bauen Thematisierung, dann bauen wir eine Achterbahnschiene, da kommt wieder Thematisierung drauf, dann wieder eine Achterbahn. Das ist so ein Schichtsalat von Attraktionen. Das kannst du halt mit keinem Achterbahnaufbauunternehmen machen. Die zeigen dir auch einen Vogel. Wenn du sagst, jo, jetzt wartest du mal 2 Wochen, bis wir das nächste Gebäude gebaut haben. Und wenn man das sich einfach anguckt, der Platz, die Sonnenbucht und die Achterbahn zusammen, ist auch einfach eine wunderbare Symbiose. Man kann nicht schön sitzen, auch als Elternteil, wenn man sich denkt, oh, ich habe Angst. Braucht ihr gar nicht haben. Das ist eine aufregende Thrillbahn. Und für Leute, die richtig Bock haben und richtig Action haben wollen, ist das wirklich eine richtig, richtig gute Achterbahn, die richtig Bock macht. Wenn ihr aber ein bisschen schissiger seid, könnt ihr euch das trotzdem trauen, weil es ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht von außen aussieht. Und ist vielleicht der Einstieg für den einen oder anderen in die erste richtige Thrill-Achterbahn. Fahrverhalten ist auch sehr gut. Und wenn man jetzt voll übertrieben nerdy drauf achten wollen würde und sich einen Punkt raussuchen wollen würde, hast du vielleicht 2 Stellen, wo es ein bisschen vibriert und so einen leichten minimalen Ruckler. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und ganz, ganz genau darauf achten, wenn man auf einer der Außenpositionen sitzt. Innen fährt die Bahn 1A und die Außenposition einfach durch Physik einfach gegeben und wie sowas gebaut ist und alles, kriegst du es halt ein bisschen mehr mit, aber vollkommen im Rahmen. Und es ist halt wieder, Mack Rides ist wieder beim alten Glanze, beim Schienenfertigen, beim Schienenbiegen. Ja, und Helios ist einfach richtig, richtig gut geworden. Auf eine Bahn, mir gefällt das Layout richtig gut. Das haben wir euch ja bei unserem kleinen Video gezeigt, wo wir über die Baustelle gelaufen sind, ein bisschen alles gezeigt und erklärt haben. Joschka, Respekt, da hast du wirklich einen abgeliefert. Meine Lieblingsstelle ist die, wo wir jetzt quasi auch direkt einen Zug haben. Ich weiß nicht, ob ihr den aus der Perspektive sehen könnt. Wenn der Zug hier diese Outer Bank Curve lang fährt, 3 Tage lang gefühlt. Und das ist ein Nearmiss-Element, wenn du den Turm oben drüber hast, der auch nicht nur als Stationsgebäude fungiert oder als Nearmiss-Effekt, sondern auch durchfahren wird mit einer weiteren Inversion. Inversionen sind Überkopfelemente, also Loopings bei Achterbahnen, von denen es bei Helios an der Zahl direkt 3 Stück gibt. Und eine weitere, falsch geneigte Kurve gibt es hier am Schluss auch nochmal. Einen schönen Innenbereich. Universal Rocks hat großartige Arbeit geleistet. Die Musik von Imascore ist wirklich richtig gut geworden. Es gibt ein Onboard Sound System bei Helios. Es gibt Licht am Zug und es gibt auch ein On-Ride-Foto, also ein erlebtes Foto, was ihr euch am Ende nach eurer Fahrt kaufen könnt. Und ich würde mal sagen, für den einen oder anderen hier ist es das Masterpiece geworden.